Ein herzliches Willkommen, liebe Oksana. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du deine Lebensgeschichte, wo du viel erlebt hast, viel erfahren hast, teilen möchtest. Und ja, erzähl uns doch zu Anfang, wie bist du groß geworden? Wie bist du aufgewachsen? Ja, ich bin 1985 in Kasachstan geboren, als ältestes Kind. Ich habe einen jüngeren Bruder, eine jüngere Schwester. Ja, im Jahr 1992 sind wir von Kasachstan nach Deutschland ausgewandert. Bis dato bin ich dann ganz normal aufgewachsen eigentlich. Ja, in Deutschland gab es natürlich dann Herausforderungen. Man hat die Landessprache nicht gekannt. Die Eltern mussten auch natürlich die Sprache lernen. Mein Vater konnte zwar schon ein bisschen Deutsch, aber natürlich ja, nicht in dem Hochdeutsch, wie man es eben hier so kannte. Und ich denke, das sind so ganz normale Herausforderungen, die ja, so eine Auswanderung mitbringt, wenn Familien eben in ein anderes Land ziehen. Ja, du bist gläubig erzogen worden, da deine Mama Adventistin ist, dein Papa nicht. Und du warst die Älteste, wie du schon gesagt hast, von den Geschwistern. Dadurch hast du eine große Verantwortung in deiner Familie erlebt. Deine Eltern haben dir Dinge aufgetragen, die für ein Kind gar nicht so einfach waren zu meistern. Ja, wie ging es dir damit? Du hattest einen großen Druck. Was hat es mit dir gemacht? Ja, zum einen, wie gesagt, ich war 7. Ich musste erst mal die Sprache lernen. Ich bin in die Schule gegangen, musste wieder die 1. Klasse besuchen, obwohl ich eigentlich schon in die 2. gehen musste. Meine Geschwister sind irgendwann älter geworden, haben ebenfalls die Schule besucht. Meine Eltern waren noch dran, eben die Sprache besser zu lernen, und ich war ja so die Einzige, die die Sprache schnell wahrscheinlich gelernt hat und somit auch meine Geschwister in der Schule unterstützen konnte. Das war natürlich eine ja, große Herausforderung für ein Kind, so eine Aufgabe eben zu tragen, die kleinen Geschwister mitzuführen, zu unterstützen. Und ich habe auch im Haushalt sehr viel gemacht. Also meine Mama hatte mich schon sehr früh an die Haushaltstätigkeiten herangeführt. Genau. Ich hatte dann natürlich immer das Verlangen oder das Bedürfnis, mehr Kind sein zu wollen. Ich wollte spielen, ich wollte natürlich mit meinen Freunden die Zeit draußen verbringen, und ja, das hat schon in mir einen gewissen Druck ausgelöst und auch manchmal auch Wut. Ich war meinen Geschwistern gegenüber oft ungerecht, ich habe sie schlecht behandelt. Habe natürlich diese Wut an ihnen herausgelassen, was mir sehr leid getan hat, natürlich im Nachhinein. Und da habe ich einfach gemerkt, es war eine Aufgabe an ein Kind, die ja nicht für ein Kind gedacht war. Und somit kam ich dann auch an einen Punkt, wir hatten einen Vorfall in unserer Straße, dass ein älteres Mädchen, ein jugendliches Mädchen sich erhängt hatte, dass ich dann einfach dachte, okay, ich bin gerade auch an einem Punkt, wo ich einfach gar nicht mehr weitermachen möchte. Ich war überfordert als Kind mit meinen Aufgaben, mit meinen Verpflichtungen, und irgendwie hatte ich dann den Gedanken, vielleicht ist das mein Ausweg auch, mir das Leben zu nehmen. Ich war müde, ich hatte mir irgendwie was anderes gewünscht, und ja, ich muss dazu sagen, auch in der Zeit angefangen, Lieder zu hören, die nicht christlich waren und die wahrscheinlich in mir etwas ausgelöst haben, die mich noch mehr zu diesen Gedanken gedrängt haben. Und das war dann schon sehr, ja, furchterregend eigentlich. Wie alt warst du damals? Ich war ungefähr 11. Ich muss ja so 10, 11 gewesen sein. Und ja, eigentlich noch viel zu jung natürlich, um solche Gedanken zu haben. Aber als Kind hatte ich auch irgendwie, ja, die Angst oder die Sorge, meinen Eltern irgendwas zu sagen. Ich habe, wie gesagt, meine Gefühle an meinen Geschwistern herausgelassen. Wenn ich draußen war, habe ich es im Spiel vielleicht auch ein Stück weit ausgelebt. Habe es auch nicht meinen Freundinnen erzählt, also ich hatte das mit keinem geteilt, ich hatte das wirklich in mir getragen, und dadurch, dass wir damals in einem Reihenhaus gelebt haben, hatte ich die obere Etage komplett für mich, und da habe ich mich natürlich sicher gefühlt, und dort konnte ich mich zurückziehen, und da hatte ich dann wirklich so diese Gedanken gehabt und dachte, so wie könnte ich das denn jetzt am besten anstellen? Und im Hintergrund diese Musik, die dann gelaufen ist, kamen so diese Gedanken immer mehr.
Und dann dachte ich, wie hat das wohl dieses jugendliche Mädchen gemacht, die übrigens genauso hieß wie ich. Und dann dachte ich, oh, okay, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausweg ist, aber man probiert es dann doch aus. Ja, ein ganz schlimmes Erlebnis. Ja, leider ging es dann auch weiter und du kamst auch mit okkulten Sachen in Kontakt. Erzähl uns doch ein bisschen davon. Ja, also ich habe regelmäßig die Gemeinde besucht. Und ja, ich hatte eine Freundin in der Gemeinde, mit der wir uns oft auch aus dem Gottesdienst zurückgezogen hatten und mit der ich mich auch oft unterhalten habe. Ich hatte dann auch einen gewissen Freundeskreis und man unterhält sich einfach auch unter Kindern. Ach, hast du das schon mal erlebt oder hast du das schon mal ausprobiert? Ich bin in Kontakt mit Kartenlegen gekommen, in Pendeln, in Horoskopgeschichten. Man versucht dann so einiges und dann eben auch solche Spielchen wie bringt man sich in so einen unbewussten Zustand und was passiert, wenn du bewusstlos bist und dann eben was kann eben der andere eigentlich mit dir anstellen. Und auch eigentlich sehr, sehr gefährlich. Also wir haben uns einfach Spielchen unterzogen, wo ich heute denke, es hätte alles Mögliche passieren können, wenn ich jetzt einfach diesen Kampf zwischen Gut und Böse besser verstehe. Ja, dir war es damals nicht bewusst, genau, auf was du dich eingelassen hast. Man war neugierig, man hat das ausprobiert und man war sich nicht im Klaren, was das für Folgen haben könnte. Ja, mit 12 Jahren seid ihr dann umgezogen. Das hat dann wieder neue Herausforderungen mitgebracht. Wie ging es dir dort? Ja, natürlich erstmal ein Freundeskreiswechsel. Das war für mich dann schon natürlich sehr schlimm. Ich hatte dann endlich so ein bisschen Fuß gefasst, nachdem ich so diese Krise durchgemacht hatte und mit dem Gedanken gespielt habe, vielleicht meinem Leben auch ein Ende zu bereiten. Es sei mal dahingestellt, ob das geklappt hätte oder nicht, aber es ist ja schon schlimm genug, wenn Kinder diese Gedanken haben. Und dann dieser Umzug, der war für mich ganz schlimm. Es kam ein Schulwechsel. Es war gerade eben der Zeitpunkt, ich hätte auf eine weiterführende Schule gehen müssen. Meine Noten waren gerade richtig gut geworden und dann kommt dieser Umzug und das war für mich ganz schlimm. Ein Bruch im Leben. Ja, ich hatte mich so angestrengt, ich hatte alles getan, damit ich eben diese Schule schaffen konnte. Und dann wusste ich eben nicht, was erwartet mich jetzt an diesem neuen Wohnort. Neue Freunde, neue Schule, neue Umgebung, größere Stadt. Also wir haben zuvor eher in einer Kleinstadt, schon fast in einem Dorf gelebt, würde ich jetzt heute mal so sagen. Und dann kamen wir in eine Großstadt. Und diese Großstadt haben wir natürlich immer wieder besucht, weil es war auch die Gemeinde, die wir dort besucht haben. Die war ungefähr 50 Kilometer von uns entfernt. Und ja, ich wusste, wie groß sie ist und ich dachte, okay, was erwartet mich da? Komme ich überhaupt zurecht? Ja, die Gemeinde hat sich ja nicht geändert. Du bist bis dahin auch regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Aber du bist ein sehr kreativer Mensch und dir kamen auch die Gedanken, ich möchte gar nicht mehr so regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Und du hast dir verschiedene Dinge einfallen lassen, ja, um deine Mama auszuspielen oder ja nicht mitgehen zu müssen. Was ist dir so alles eingefallen? Ja, mit dem Umzug hatte ich, wie gesagt, einen neuen Freundeskreis. Der Wunsch ist gestiegen, einfach mehr Zeit mit den neuen Freunden zu verbringen. Dadurch, dass ich in der Gemeinde eben auch nur diese eine Freundin hatte und keinen richtigen Anschluss gefunden hatte an die Jugendlichen oder die älteren Kinder, ja, dachte ich einfach, okay, wie kann ich das denn anstellen, dass ich jetzt einfach irgendwie von der Gemeinde fernbleiben kann. Ja, zu Anfang waren es erstmal so Sachen wie, man geht auf die Empore und versteckt sich da irgendwie, die Eltern sehen einen nicht, man unterhält sich am laufenden Band während der Predigt, ist im Handy oder ja, geht irgendwie aus dem Gottesdienst raus in Nebenräume und verbringt da einfach seine Zeit. Also das waren so die ersten Versuchungen, so, die man dann angestellt hat. Später war ich dann ein bisschen kreativer. Wir sind mit meiner Mama und meinen Geschwistern mit dem Bus zur Gemeinde gefahren. Ja, und ich hatte damals auch eine Clique gehabt.
Und das war auf dem Weg, das lag auf dem Weg in die Gemeinde. Und ich bin dann irgendwann auf dem halben Weg ausgestiegen. Und meine Mama wusste, dass wir als Kinder immer hinten gerne gesessen sind und sie wollte eher vorne sitzen. Und sie hat es nicht gemerkt? Sie hat es nicht gemerkt. Ich bin dann einfach ausgestiegen und ja, irgendwann hat sie mich dann natürlich gefragt, ja, wart ihr überhaupt bei der Predigt dabei? Sag ich, ja, wir waren da oben und dann war ich weg. Und dann haben wir schon den früheren Bus genommen und sind früher heimgefahren, weil du redest ja dann immer noch mit den Geschwistern. Und wahrscheinlich hat sie schon gewusst insgeheime, dass das eben alles gelogen ist und alles nur vorgespielt. Aber sie hat das alles geduldet. Ja, sie hat dir die Freiheit gelassen und ja, deine Entscheidung, nicht mehr in die Gemeinde zu gehen, akzeptiert. Ja. Genau. Ja, für sie war es einfach immer wichtig, dass wir gerne in die Gemeinde gehen und dass es auch natürlich freiwillig ist. Bis zu einem gewissen Alter war das ihr natürlich wichtig, hat sie darauf geachtet, dass wir mitgegangen sind, aber so im Alter mit 13, 14 hat sie dann schon gemerkt, je mehr Druck sie auf uns ausgeübt hat, desto mehr, jetzt ich als Älteste, habe ich angefangen zu rebellieren. Also ich habe dann wirklich eben solche Sachen angestellt, wo ich dann einfach ausgestiegen bin oder einfach gesagt habe, okay, ich gehe heute nicht, ich möchte einfach nicht. Und bevor sie dann angefangen hat, mit mir zu streiten, hat sie es dann auch gelassen. Und somit war es dann immer unregelmäßiger, dass ich zur Gemeinde gegangen bin. Ja, deine Mama war sehr weise. Sie hat sich entschieden, im Gebet für dich zu kämpfen. Ja, das stimmt. Und ja, das war für sie die beste Lösung, aber dein Papa ist ja kein Adventist. Und dein Papa hat auch mitbekommen, dass du ja in einem Freundeskreis verkehrst, der nicht unbedingt das Beste für dich ist. Wie ist er denn damit umgegangen? Ja, genau. Also das war so der erste Freundeskreis, der eben ja, so eine Mischung hatte aus Mädchen und Jungs. Der allererste war natürlich, wir waren nur Mädchen, da hatte er keine Sorge gehabt, aber als eben dann auch die Jungs so ein bisschen ins Spiel kamen, hat er natürlich gemerkt, dass es kein guter Freundeskreis war. Ja, also da waren einfach Dinge mit im Spiel, die ungesund sind, ja, so wie Drogen und genau, einfach Dinge, die einem schaden, Alkohol, Rauchen, was eben alles so dazugehört. Und er kannte auch diese Jugendlichen und er hat, ja, er war sehr bekannt bei uns in der Stadt. Er hatte Beziehungen, man hat ihn gut gekannt und natürlich hat er auch dann alles gemacht, dass ich da möglichst nicht mehr drin bin. Er hat dann auch hinter meinem Rücken das Gespräch zu diesen Jungs gesucht und ich wusste es zuerst nicht. Und dann war es eben irgendwann auch an mich gekommen, dass eben dein Vater war hier und hat uns hier ganz klar gesagt, was Sache ist. Und das war für mich ganz schlimm. Das war für mich ganz schrecklich, weil das war so die erste Clique, da sind Jungs, da sind Mädchen und dann kommt halt ein Vater und will da irgendwie aufräumen. Also es scheint so einem. Und dann war ich natürlich zum einen enttäuscht, wütend und habe dann auch das Gespräch zu ihm gesucht. Wir hatten dann auch ein gutes Gespräch und erst da habe ich dann wirklich verstanden, warum er das gemacht hat, weil da hat er dann auch mehr von seinem Leben geteilt mit uns, weil wir Kinder eigentlich nie wussten, wie es um ihn stand als Kind, als Jugendlicher. Er hatte ein anstrengendes Leben oder auch ein bekümmertes Leben, weil er als Waisenkind sozusagen praktisch aufgewachsen ist, bis ihn dann auch eine Verwandtschaft oder ja, eine verwandte Familie aufgenommen hat. Und dann habe ich erst verstanden, vor welchen Gefahren er mich schützen wollte. Ja, es ist ja sehr interessant. Dein Papa war ja selber kein Adventist und hat ein weltliches Leben geführt. Und trotzdem war es ihm wichtig, dass seine Tochter ein anderes Leben führt. Er hat es ja auch akzeptiert, dass deine Mama euch gläubig erzogen hat. Ja, schön zu sehen, wie wichtig ihm diese Erziehung dann doch war. Ja. Ja, mit 16 Jahren hast du dich dann entschieden, die Gemeinde komplett zu verlassen. Wie verlief dein Leben danach? Ja, für den einen vielleicht wunderbar. Für mich schien es am Anfang auch richtig schön. Ja, man hat viel erlebt, man hat angefangen, Dinge zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat, Dinge ausprobiert, die einen schon zuvor neugierig machten und ja, ein ausschweifendes Leben eigentlich, ja, ein Leben voller Vergnügen, Feiern, was sich im Nachhinein natürlich als ganz anders entpuppt hat, ja, mit den Jahren dann.
Aber ich war auch ein Stück weit enttäuscht, weil ich wahrscheinlich in der Gemeinde einfach Dinge gesehen habe, ja, von denen ich nicht erwartet hatte, dass ich sie sehe. Und als Kind, als Jugendlicher schaut man einfach natürlich auf Menschen, man schaut nicht auf Jesus, man achtet drauf, wer sagt was, wer macht was. Ja, oder steht man auch wirklich zu dem, was man tut, oder heuchelt man einfach auch nur? Ja. Und das ist mir dann tatsächlich so in dieser Zeit auch immer wieder begegnet. Ja, ich fing an, Diskos zu besuchen, ich bin zum Feiern gegangen, natürlich habe ich auch Alkohol angefangen auszuprobieren, auch natürlich das Rauchen. Von dem hatte lange Zeit meine Mutter nichts gewusst. Mein Vater hat sich das immer wieder schon wahrscheinlich gedacht. Er kannte ja auch, wie gesagt, die Kreise, in denen ich verkehrte. Also er kannte die Leute und hat doch immer wieder ein Auge drauf gehabt, wo ich bin, was ich mache. Also das spürte ich immer. Er hat sich zwar nicht mehr aktiv eingemischt, das hatte er mir damals versprochen, nachdem wir dieses Gespräch geführt hatten, dass er versucht, dann nicht mehr so einzugreifen und Menschen auch so ein Stück weit ja, zurechtzuweisen, dass sie mich da irgendwie in Ruhe lassen oder wie auch immer, mir nichts passiert. Aber nichtsdestotrotz hatte er das schon so ein Stück weit noch weiterhin überwacht. Genau. Ja, dir war eigentlich immer klar, und du wusstest, der richtige Weg ist es, bei Gott zu bleiben. Du hattest immer wieder diese Gedanken, diese Erinnerungen, es wäre richtig, bei Gott zu bleiben. Wieso hast du nicht darauf gehört? Ja, ich war wahrscheinlich überwältigt von diesem Ganzen, was ich neu entdeckt und erfahren hatte, dieses Feiern, einfach die vielen Freunde, die vielen Beziehungen. Wie gesagt, mein Vater war bekannt. Ich dachte, ach, mir kann nichts passieren und selbst wenn etwas passiert, dann kann ich ihn auch immer wieder mal zur Hilfe holen. Er kannte meine Freunde gut, es waren teilweise auch seine Freunde, muss man auch dazu sagen. Und deswegen hatte ich mich nicht wirklich bedroht gefühlt. Ich hatte mich eher sicher gefühlt und dachte, ach ja, schön, ich kann feiern, ich kann machen und tun lassen, so ein Stück weit, was ich möchte, wenn ich einfach so gewisse Grenzen einhalte, ja, auch die gesetzlichen Grenzen. Und nichtsdestotrotz waren wir doch immer wieder kreativ. Ich bin mit 16 schon in die Disco gekommen und wir mussten uns Dinge natürlich ausdenken, wie wir am besten reinkommen. Erst mit 18 kommt man sozusagen rein und darf ab 24 Uhr eben noch in der Disco bleiben. Und ja, man hat einfach Dinge gemacht, die sicherlich nicht rechtens waren, aber man hat versucht... Da kam deine Kreativität wieder heraus. Genau, genau. Und dann hat man einfach so Sachen ausprobiert. Ja, du hast eben schon erwähnt, dass auch der Alkohol irgendwann ins Spiel kam. Wie alt warst du denn, als du mit Alkohol in Kontakt gekommen bist? Und ja, wie hoch war der Konsum so? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, anfangs war es tatsächlich gar nicht so viel. Also ausprobiert, klar, hat man das so mit 16, 17. Hat sich noch im Rahmen gehalten, wie das halt so ist. Man hat irgendwelche Longdrinks gehabt, ja, gemischt mit alkoholischen Getränken. Später war es halt dann purer Alkohol. Wahrscheinlich mit 21 war es dann wirklich mehr und richtig viel. Also es waren dann wirklich Mengen, wo ich sagen kann, man hatte dann wirklich Blackouts. Manchmal wurde man auch bewusstlos und man hat dann einfach gemerkt, okay, man hat das nicht mehr richtig in der Hand. Also das waren dann einfach, wie die Jugendlichen heute wahrscheinlich sich ausdrücken würden, richtige Abstürze, wo man sich dann auch die Gedanken machen muss, es hätte auch anders laufen können. Ich hätte einfach nicht mehr aufwachen können. Ja, ich habe dann irgendwann, war ich so abgestumpft, dass ich selbst nicht gescheut hatte, auch alkoholisiert am Steuer zu fahren. Und es ist Gott sei Dank nie etwas passiert, aber ich hatte etliche Momente, wo es hätte schlimmer ausgehen können. Und das hat mir dann einfach wirklich gezeigt, dass Gott mich noch getragen hat. Ja, obwohl du dich gegen ihn entschieden hast, warst du in seiner Hand. Ja. Ja, mit 20 Jahren hast du deine Ausbildung zur Kinderpflegerin angefangen. Ja, auch das war eine spannende Zeit, denn auch die Ausbildung ja, war mit viel Kreativität verbunden und du warst gar nicht so viel anwesend. Ja, das war auch sehr interessant. Ich war nicht der Typ, der
später dann gerne in die Schule gegangen ist. Und dadurch, dass mein Leben einfach wirklich solche Höhen und Tiefen hatte, wusste ich aber immer auch von meinem Zuhause aus, ich sollte einen Beruf haben. Das war immer wichtig. Ich hatte angefangen erstmal zu jobben, hatte meine Schule gemacht, hatte meine Fachoberschule angefangen, habe sie dann irgendwann abgebrochen und dann dachte ich, okay, es muss irgendwas her, was ich abschließen kann. Und dadurch, dass ich Kinder eigentlich eben damals auch schon als Jugendliche mochte, ich habe immer wieder mal auf meine Cousins aufgepasst und dachte ich, okay, Kinderpflegerin ist so ein Beruf, der scheint nicht so schwer zu sein, den könnte ich meistern. Und die Schule hat sich dann so herausgestellt, dass es nicht so schwer für mich war. Ja. Ich war dann irgendwann nur die Hälfte der Schulzeit anwesend, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich sitze da im Unterricht und irgendwie lerne ich nicht gerade viel dazu. Ich habe dann gemerkt, ich kann mir vieles auch selbst beibringen anhand der Bücher, die wir da eben auch hatten. Und mir war es dann wichtiger, Geld zu verdienen. Ich habe dann nebenher gejobbt, bin dann manchmal zur Schule gegangen und habe dann oft Nachtschicht gearbeitet, habe im Hotel gearbeitet. Ja, und das waren eben dann so Dinge, die ich gemacht habe und die Schule dann trotzdem gut bestanden habe mit einer Belobigung, mit einer der besten. Man sollte nicht stolz drauf sein, ja, aber ich sage immer, Gott hatte mich wirklich trotzdem gesegnet und wahrscheinlich mir das auch als Gabe geschenkt, dass ich auch heute noch mit Kindern arbeiten darf. Ja, hat dich damals schon vorbereitet, egal an welchem Punkt du gerade in deinem Leben warst. Ja, du hast ja doch an einem Zeitpunkt die Frage gestellt, ist das wirklich alles im Leben? Ja, aber diese Gedanken kamen immer wieder auf, aber waren auch schnell wieder weg. Mit 23 bist du dann von zu Hause ausgezogen. Auch die Arbeit als Kinderpflegerin hast du verworfen und hast dich selbstständig gemacht. Ja, erzähl uns doch ein bisschen davon. Ja, ich hatte als Kinderpflegerin gearbeitet und hatte dann einfach wieder gemerkt, irgendwas fehlt. Ich habe ständig nach irgendetwas gesucht. Damals hatte ich noch nicht verstanden, was ich wirklich brauche. Ich hatte, bevor ich die Kinderpflegerin gelernt hatte, eben schon, wie gesagt, viele Jobs gewechselt. Ich habe mal da, mal dort gearbeitet, war sehr sprunghaft, wechselhaft. Und auch da hatte ich dann diese Dame kennengelernt, die mir dann diesen Job als Selbstständige angeboten hatte. Ich habe dann im Vertrieb gearbeitet, im Kosmetik-Beratungsbereich und das war dann ein Schritt, der mich in meiner Persönlichkeit hat wachsen lassen. Da musste ich lernen, wirklich selbstständig zu arbeiten und ständig zu arbeiten, wie man das immer so schön sagt. Es war anstrengend. Es war herausfordernd, das war aber eine Sache, die ich mir damals vorgenommen hatte und dachte, okay, ich möchte das wirklich probieren. Und dann hatte ich mit meinem Arbeitgeber eben damals ausgemacht, dass ich das jetzt wirklich Vollzeit ausprobieren möchte und somit erstmal meinen Beruf ablegen möchte. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Ja, er hat mir dann auch versichert, dass er mich wieder zurücknehmen wird, wenn ich auch soweit bin, weil sie eigentlich mit mir auch recht zufrieden waren. Ich habe in einer katholischen Einrichtung gearbeitet. Ja, und das war dann auch ungefähr 1,5 Jahre, die ich dann auch wirklich so durchgezogen habe. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist sehr, sehr anstrengend. Es war gut, weil es meine Persönlichkeit entwickelt hat. Somit konnte ich ein bisschen mehr Abstand vom Alkohol nehmen. Ich hatte dann gelernt, wirklich nüchtern zu sein, weil die Arbeit mit Kunden natürlich sehr viel abverlangt. Und man muss da einfach sehr kreativ sein und auch sehr achtsam sein und natürlich sehr darauf bedacht sein, den Gegenüber zu verstehen und nicht irgendwie unter Alkohol zu stehen. Genau. Ja, wie du eben schon gesagt hast, die Selbstständigkeit war nicht einfach und irgendwann hast du ja dann doch den Weg in die Kita zurückgefunden, hast aber auch noch nebenbei in Diskos gejobbt. Ja, wie konntest du das vereinbaren? Ja, das war nicht schwierig. Ich meine, ich hatte unsere Stammdiskos gekannt. Für mich war das ein guter Nebenverdienst. Ich dachte, gut, ich arbeite ganz normal in der Kita und habe am Wochenende einfach dann in den Diskos gearbeitet. Das war auch okay. Das war einfach schnell verdientes, gutes Geld. Und ich war dann schon so ein bisschen erfahrener, bodenständiger. Man hat dann doch schon wieder ein bisschen mehr an Lebenserfahrung
gehabt und somit hat man wirklich angefangen zu planen, ja, zu sparen. Man hatte so ein paar Lebenspläne dann gemacht, wohin möchte man, wie soll das Leben aussehen. Und doch war es noch nicht eben ganz vollkommen. Ja, irgendwann hast du dann auch gemerkt, dass das Leben doch nicht die Erfüllung ist. Du hast angefangen, dich auch etwas zu distanzieren. Du hattest eine Lehre in dir. Du hast auch einige Beziehungen hinter dir gehabt, die ja leider immer in die Brüche gegangen sind. Ja, und du hast gemerkt, dass es nicht das Wahre in deinem Leben. Ja, und deine Mama hat immer wieder versucht, den Anschluss an dich zu finden und dich immer wieder in die Gemeinde einzuladen, dass du doch vielleicht jemanden dort kennenlernst. Aber du hast dich an eine Erfahrung erinnert in deiner Disco-Zeit, dass du ja, jemanden in der Disco aus der Gemeinde getroffen hast und für dich war klar, nee, aus der Gemeinde möchte ich keinen Partner haben. Ja? Und deine Mama hat es ja doch immer wieder versucht und du warst dann irgendwann so genervt, dass du ihr eine ja, klare Ansage gemacht hast, die sie dann aber akzeptiert hat. Ja, genau. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Sie hatte das immer wieder wirklich versucht und hat gemeint, komm doch mal in die Gemeinde und vielleicht findest du da für dich jemanden. Und ich hatte gesagt, nee, ich möchte das gar nicht. Ich habe gesagt, ich habe schon genug in der Gemeinde gesehen und hatte eben mich genau an diese Situation erinnert und versuchte ihr einfach auch zu erklären, dass auch sie nicht immer alles sieht. Und sie wollte es natürlich nicht wahrhaben, aber das war eben dieser eine Moment, wovon ich wusste, dass ja, dieser Jugendliche sich erst hat taufen lassen und dann eben auch noch in den Diskos war, gearbeitet hat. Und ich dachte nur, wie kann er das mit seinem Glaubensleben vereinbaren? Und ich hatte ihr das dann auch als Frage gestellt und sie konnte das lange nicht wahrhaben. Und dann hatte ich ihr einfach versucht zu erklären, also in diesem Punkt lüge ich jetzt wirklich nicht. Und es ist auch wichtig, manchmal doch näher hinzuschauen. Und somit war das auch ja, gegessen, das Thema. Ich hatte ihr dann irgendwann einfach gesagt, ich möchte da nichts mehr davon hören und sie sollte mich da einfach auch nicht mehr drauf ansprechen. Und wenn ich dann wirklich mehr wissen will, dann werde ich von selbst kommen. Ja, du warst dann auch Mitte 20, hast du wahrscheinlich ungefähr aufgehört, in den Diskos zu arbeiten, weil du dich ja immer mehr distanziert hast von diesem Leben. Aber dir wurde auch bewusst, ja, das, was ich alles erlebt habe, irgendwie war Gott doch immer an meiner Seite und er hat mich nie im Stich gelassen. Er hat dich vor so vielen Dingen beschützt und bewahrt. Aber du warst auch teilweise Gott gegenüber sehr frech. Magst du uns davon erzählen? Ja, ich war wirklich sehr frech, weil ich dachte, okay, ich möchte noch die Welt sehen, möchte noch mehr erleben und es ist noch nicht Zeit, dass ich mich ja, bekehren könnte oder diesen Glauben ausleben sollte. Und deswegen hatte ich mir da einfach noch Zeit gelassen und das war natürlich Gott gegenüber sehr frech, weil ich stand ja eigentlich wirklich jedes Mal unter Gefahr. Und du wusstest, was richtig ist. Ganz genau. Also das war wirklich dieses Provokante. Man weiß, okay, ich sollte diesen Weg gehen, aber ich sage, nee Gott, warte noch, ich bin noch nicht fertig. Manchmal schmunzel ich drüber und manchmal denke ich mir, also es hätte wirklich alles passieren können. Ich habe natürlich immer verstanden, also der Weg, den Glauben, den ich als Kind beigebracht bekommen habe, ist der richtige Weg. Das war mir immer ganz klar und das hat immer wieder in meinen Gedanken rumkursiert und immer wenn ich Situationen begegnet bin, die herausfordernd waren oder gefährlich waren, hat mich dieser Gedanke immer sehr schnell eingeholt und ich wusste, okay, das hätte jetzt dein Ende sein können oder hier hättest du jetzt einfach nicht aufwachen können oder hier hättest du dich so verletzen können, dass was auch immer für schwerwiegende Folgen ich gehabt hätte. Ja, du hast auch einen Satz, der dir aus der Kindheit sehr hängen geblieben ist und dich immer mitverfolgt hat. Welcher Satz war das? Ja, meine Mama hat uns natürlich oft erzählt, dass einfach, wenn die Schale des Zornes voll ist, dann passieren einfach gewisse Dinge. Und das waren einfach die Zeichen der Zeit. Und ein Teil war eben das Sonntagsgesetz, wo wir als Kinder eben wussten, wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann ist die Wiederkunft Jesu wirklich schon sehr, sehr nah. Und ich hatte dann meiner Mama gesagt, also ich komme. Ich weiß, das ist der richtige Weg, noch bin ich nicht bereit und ich möchte nicht, aber wenn ich sehe, dass das Sonntagsgesetz kommt, dann werde ich umkehren. Und
Das war halt eben auch mit so ein ganz frecher Gedanke, der sehr mutmaßend ist, dass man das so äußert. Ja, du dachtest, du hast noch viel Zeit und du nutzt diese Zeit sinnvoll, ja, auf deine Art und Weise. Ja, du kanntest dich ja trotzdem in vielen Bereichen, was das Bibelwissen anging, aus. Wie deine Mama hat euch vorbereitet, hast du gerade gesagt. Und du hast in den Nachrichten mitbekommen, dass ein Zusammenschluss der Kirchen folgen soll. Und du hattest ja eine Mitbewohnerin. Und ja, für dich war es so ein Punkt, das kann ich ihr erklären, da kenne ich mich aus. Und da hattest du auch ein nettes Gespräch mit deiner Mitbewohnerin. Ja, ich hatte nicht nur mit der Mitbewohnerin ein gutes Gespräch führen können, sondern auch mit meinen anderen Freundinnen in Bezug auf eben diesen Zusammenschluss der Kirchen, weil ich natürlich wusste, okay, wenn so eine Ökumene stattfindet, wenn Kirchen sich zusammenschließen, dann arbeitet man einfach auf so ein Gesetz hin. Und da konnte ich immer wieder Gespräche führen. Ich werde es wahrscheinlich erst später erfahren, was Gott daraus machen kann im Herzen der Menschen, aber nichtsdestotrotz hatte ich diese Gelegenheit immer wieder genutzt. Das hat mich immer verblüfft und überrascht, dass das wie so Alarmglocken bei mir waren, die angingen und ich angefangen hatte, eben darüber zu sprechen, was eben die Weltkirchen machen und wohin das alles führen kann. Ja, es zeigt, dass Gott doch immer noch Teil deines Lebens war, auch wenn du dich von ihm getrennt hast. Du hast dann auch irgendwann angefangen wieder zu beten, auch wenn du nicht wirklich wusstest, wie mache ich das? Ja, es war schon so lange her. Als Kind hast du das letzte Mal wirklich bewusst gebetet. Ja, du hattest den Wunsch, jemanden kennenzulernen. Du warst schon Mitte 20. Dein Wunsch war, ja, den Mann zu finden, mit dem du eine Zukunft aufbauen kannst. Die wahre Liebe. Ja, und du bist damit zu Gott gegangen. Eigentlich interessant, obwohl du vorher wirklich ohne Gott gelebt hast, ja. Und ein Satz wurde dir wichtig. Welcher war das? Ja, ich hatte mich wirklich nach Liebe gesehnt und durch die zerbrochenen Beziehungen hatte ich auch lange Zeit wirklich Abstand dazu genommen und war lange Zeit alleine, weswegen sich auch meine Mama sich Sorgen gemacht hat, wohin das wohl alles führen kann und wird. Und ich hatte dann irgendwann wirklich immer wieder das Gebet gesprochen, bitte lieber Gott, schenk mir einfach einen Mann, der später mit mir Adventist werden möchte. Und ich weiß nicht, wie ich auf diesen Satz gekommen bin, aber es wurde mir dann wirklich ein Herzensanliegen und ich habe wirklich regelmäßig angefangen, darüber zu beten, dass ich einfach müde bin von diesem Leben und wenn er es für richtig hält und möchte, dann kann er mir einen Mann schenken, der mit mir Adventist wird. Ja, es ist schön zu hören, dass du mit so einem wichtigen Anliegen dann doch zu Gott gegangen bist, ja, obwohl du immer noch nicht in die Gemeinde gegangen bist, ja, und nicht regelmäßig gebetet hast, ja. Es war so der Anfang, wieder den Weg zu Gott zu finden. Ja, ob dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist, das hören wir das nächste Mal. Ja, ein herzliches Dankeschön an dich, Oksana, dass du uns Einblicke gegeben hast in dein spannendes, vielseitiges Leben. Ja, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und freuen uns schon auf das nächste Mal. Herzlichen Dank dir.